Hallo, herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Ein neuer Monat, der Mai, ein neues Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Mai gestalten möchte. Welche Energien für dich zur Verfügung stehen? Menschen, die ausschlaggebend sind, mit denen du interagierst. Oder Situationen, Energien, die du besser außer Acht lassen solltest. Schauen wir uns hier deine Hauptthemen an. Zu diesem Video gibt es wie immer eine Extended-Version. Den Link findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst weitergeleitet. Schauen wir, ob vorab schon etwas von der geistigen Welt für dich durchkommt. Ich höre aus dem innersten Zustand heraus, eine Situation verändern, die Emotionen bündeln, vor allem den Ärger, die Wut, das Gefühl der Ohnmacht, bündeln und Grandioses daraus hervorbringen. Wow, hört sich sehr interessant an, liebe Jungfrau. Noch dazu glaube ich, dass es beruflich bei dir einen sehr, sehr großen Durchbruch geben wird. Entweder neue Ideen, neue Impulse, finanzielles stabilisiert sich, vermehrt sich. Sie sagen, der Vertrag wird unterschrieben. Sie sagen, kennzeichne dich als der oder die Beste deines Faches. Ja, es ist definitiv kommt sehr viel Bewegung rein, doch du möchtest das Schicksal irgendwie herausfordern. Denn du denkst dir, das kann es doch nicht sein. Du fragst dich, was übersiehst du? Was übersiehst du in einer Gruppe Menschen? Was übersiehst du in dir, auf das du immer wieder herausgefordert wirst, drastische Entscheidungen zu treffen? Der Mai aber möchte, dass du zu dir stehst, dass du mutig bist, für dich einstehst, denn der Mai wird dir sehr viel zur Auswahl geben. Die Steine in den Weg legst du dir selbst. Es geht darum, mutig ins Neue zu springen, liebe Jungfrau. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und sich für etwas entscheiden kann sehr oft eine Herausforderung für einen selbst bedeuten. Vor allem, wenn die Selbstzweifel sich einschalten. Mit dieser Karte möchten sie dich darauf hinweisen, all das, was in dir ist, zu bündeln, wie vorhin angesprochen. Und aus diesem heraus das Neue entstehen zu lassen. Deine Intuition ist wie immer on top. Es geht darum, diese beruflich einzusetzen. Es ist, als würdest du dich entscheiden müssen, meinst du, ob du dich mehr aufs Berufliche fokussierst, auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die Liebe
oder generell alles auf dich zukommen lässt. Eigentlich weißt du sehr wohl, wo dein Weg hinführt. Was hält dich denn davon ab, ihn zu gehen? Ja, das Außen, viele äußerliche Umstände, doch sie sagen, wenn du dem Stier in die Augen schaust und ihn bei den Hörnern packst, wird er zahm werden. Wow. 2 Karten. Wie wunderbar. Genau diese Karte brauchten wir jetzt. Für dich, liebe Jungfrau, ist es Tatsache, dass du der Denker oder die Denkerin bist. Mehr als der Gefühlsmensch. Doch diesmal geht es darum, wirklich in sich gekehrt zu sein, Innenschau halten und hier auf dein Herz zu hören. Auch gut möglich, dass eine weibliche Person, die eine sehr gesunde Basis für dich darstellt, von der du dich auf irgendeine Art und Weise näherst, energetisch, praktisch, physisch, materiell. Plötzlich bemerkst du, dass nicht nur du dich emotionell zurückgezogen hast, sondern auch diese Person. Sie sagen, gehe immer vorwärts. Habe keine Angst zu springen, du wirst nicht fallen. Gerne hättest du den Zauberstab, um in die Zukunft sehen zu können, was wird aus dieser, jener oder der anderen Entscheidung heraus resultieren. Du möchtest raus aus dem Chaos. Du möchtest nicht mehr verglichen werden. Und du möchtest dich nicht mehr rechtfertigen müssen. Das Schicksal. Warum, fragst du dich, gibt das Schicksal dir immer wieder Menschen auf deinen Weg, die von dir profitieren? Insbesondere ein Luftzeichen oder ein Feuerzeichen oder gar beide zusammen. Wo ist die Lernaufgabe? Deine Weisheiten, deine messerscharfen Einschätzungen, sie helfen jedem weiter. Nur scheinst du dabei auf der Strecke zu bleiben. Denn die anderen
wissen komischerweise immer, was besser für dich ist. Du gehst in dich. Und ich denke, allein die Bereitschaft, tief, tief, tief nach innen zu sehen, ermöglicht es dem Universum, dir die willkommene Ablenkung zu bringen, auf das du nicht mehr ausgleichen musst, was bei anderen aus dem Rahmen gefallen ist. Das, was kommt, ganz unverhofft, für dich total ungeplant, vielleicht sicherlich auch überfordernd, ist etwas, sagen wir mal, Neues für dich. Definitiv eine neue Chance. Gut möglich, dass es zwar in deinen Kenntnissen vorhanden ist, doch du musst tiefer gehen, mehr Informationen rausholen, eventuell dich noch ein Stück weiter bilden, fortbilden. Doch ich glaube, im Mai hört das Universum definitiv deine Hilferufe. Die Menschen, die immer nur von dir profitieren, bekommen, sie sagen, ihren gerechten Denkzettel. Dieser beinhaltet schlichtweg, dass sie alles für selbstverständlich hielten und nicht damit rechneten, dass die Jungfrau irgendwann einmal in sich hineinhört, in ihr Herz und den Mut aufbringt, nicht mehr für sie da zu sein, den Mut aufbringt, den eigenen Weg zu gehen. Du hast in letzter Zeit sehr, sehr viel über dich selbst gelernt. Du hast gelernt, deine Emotionen zu kontrollieren. Und das ist jetzt ein großer Pluspunkt. Du tust einfach. Du gehst einfach. Du bist einfach. Tiefe, tiefe, große, große Weisheit, liebe Jungfrau. Ein Löwe. Ein Löwe wird für dich, kann auch jegliches andere Feuerzeichen sein, wird für dich sehr, sehr ausschlaggebend werden im Mai. Ein Löwe, der gerade zur rechten Zeit kommt. Ein Löwe, der das richtige Know-how hat. Der dich einfach an der Hand nimmt und mitzieht. Es ist gut möglich, dass jemand wir haben hier Luftzeichen, Feuerzeichen, Erdzeichen, dass jemand auf dich zukommt, nachdem er dich lange, lange beobachtet hat. Auch das ist eine Entscheidung. Tunst du ein oder nicht? Es sind alles Menschen, die
gut möglich jünger sind als du. Es sind Menschen, die noch dorthin kommen müssen, wo du jetzt bist. Ich glaube, liebe Jungfrau, im Mai suchst du definitiv nach dem Exit-Ausgang. Es ist Zeit, an dich zu denken, nicht mehr an die anderen. Du bist bereit, für dich einzustehen, zu kämpfen, dich loszureißen. Und bist offen für das, was das Schicksal für dich bereithält. Doch fordere es nicht hinaus. Sobald du nicht mehr im Vertrauen deiner selbst bist, forderst du es heraus. Handle nicht unüberlegt. Sobald du immer in Tune mit der Innenschau bist, kann nichts schiefgehen. Ein Wasserzeichen. Fische, Krebs, Skorpion. Ich höre die Liebe, die einmal war, ist nicht mehr von einer Seite von euch. Definitiv Verbindung, doch kein Austausch. Deine Intuition leitet dich an, in was du investieren solltest, in was du deinen Fokus setzen solltest. Das Wasserzeichen manifestiert nicht mehr. Und an dir die Entscheidung, was du damit machen möchtest, mit dieser Situation. Auch für dich der Wunsch, die Sehnsucht nach Familie, Kindern, doch für dich ist der Preis zu hoch. Entweder weil es nicht der richtige Partner ist, weil du dich erst selbst verwirklichen möchtest, doch es ist für dich
ein Thema im Mai. Du hast so viel investiert in eine Verbindung, dass du dich fragen wirst, was hat es mir unterm Strich gebracht? Ich denke, du beschließt, all deine Sachen, Erfahrungen, Schmerzen aufzusammeln. Erkennen, was in deiner eigenen Vergangenheit bestimmte Auslöser waren für dein Verhalten, für deine Ängste. Du schließt Frieden mit deiner Vergangenheit und eventuell mit der Vergangenheit dieser anderen Personen. Große Hoffnung, auf dass das Alte wiederbelebt wird. Noch eine Chance. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich, liebe Jungfrau. Ciao.